Moin zusammen. Heute wollen wir uns um die Kopfstützen von Bus-OK kümmern. Wie ihr im Hintergrund seht, Kopfstütze habe ich schon mal da stehen. Es geht darum, die Kopfstützen für die Schlafbank hinten nachzurüsten. Wenn ihr also Kinder habt, die hinten mitfahren sollen, dann solltet ihr unbedingt, wenn sie größer werden und aus dem Kindersitz rauskommen, Kopfstützen an der Schlafsitzbank im T2-Bulli nachrüsten. Ich will euch das einmal vorstellen, was da alles bei ist. An dieser Stelle auch schon mal ein herzliches Dankeschön an Bus-OK, an den Stefan und an den Michael, denn ich habe einen Teil dieser Sachen kostenfrei bekommen und dafür nochmal ein recht herzliches Dankeschön. Ja, was muss ich sagen? Kopfstützen, davon habe ich 2 Stück. Hochwertig verarbeitet. Ich habe die Originalen bei mir vorne verbaut. Sie sehen wirklich exakt genau so aus. Auch hier diese schwarze Kante. Das ist wunderbar. Die Perforierung, das sieht wirklich aus wie das Original. Dann bekommt ihr die Halterung mit dazu. Macht die mal gerade auf. Könnt ihr euch das mal anschauen. Das ist das eigentliche Kernstück, die Halterung für die Schlafbank. Ja, das sieht so aus. Davon bekommt er 2 Stück pro Kopfstütze, also insgesamt 4 Stück, die verbaut werden. Dann habt ihr hier noch diese Kopfstützenführung. Ja, Einschlagmuttern und Schrauben dazu. Und wie das in der Schlafbank verbaut wird, das zeige ich euch jetzt. Und deshalb gehen wir jetzt erstmal zum Bulli und schrauben am Bulli die Rücksitzbank ab. Bis gleich. So, bei der Rücksitzbank, da zeige ich euch jetzt mal, an welcher Stelle ihr welche Schrauben lösen müsst. Die da unten auf dieser Seite. Und einmal drehen. Da sind insgesamt 4 Schrauben. Die müssen weg. Und dazu drehe ich jetzt die Rücksitzbank einmal auf die Unterseite. So, einmal alles auf links gedreht. Also, ich habe das jetzt hier noch umgeklappt. Ne? Das ist da, wo ihr eigentlich drauf sitzt. Aber wir müssen an das andere. So. Und da sitzen jetzt die Schrauben, wo ihr dran müsst. Nehmt euch jetzt einen kleinen Schraubendreher. Ich lege einfach mal los. Ich habe hier so einen relativ kleinen Schraubendreher gefunden. Und dann mache ich das mal ab. So, die Seite haben wir schon mal ab. Keine Angst, das sind Schrauben mit ganz normalem Gewinde und nicht irgendwelche Holzschrauben. Müsst also keine Angst haben, dass er die durch das Rein- und Rausschrauben irgendwie vernuddelt da drinne im Holz. Die halten richtig gut. So, und hier auf der anderen Seite macht er das jetzt genauso. Nochmal 4 Schrauben ab. Ist jetzt vielleicht nicht ganz so spannend für euch, aber damit ihr das gesehen habt, das ist alles kein Hexenwerk. Manch einer wird jetzt auch die gesamte Rücksitzbank ausbauen. Meiner Meinung nach ist das völlig unnötig. Weil ich bin ganz ehrlich, das ist teilweise auch ganz schön verbaut und man kommt da eben nicht mehr an jede Schraube so gut ran. Also wenn er jetzt alles abschrauben würde, da ist ja hier noch das ganze Gestänge hier verschraubt. Da hinten ist das super eng wegen dem Kühlschrank. Ich würde es nicht machen. Bleibt aber auch am Ende jedem selbst überlassen. Ich gebe nur Anregungen und Tipps, wie man es machen kann. Auch im späteren Verlauf zeige ich euch, wie ich das mache, in die Rücksitzbank reinzuschneiden. Da braucht ihr nicht zwangsläufig eine Stichsäge. Da gibt es auch noch ein anderes tolles Gerät, aber da kommen wir später zu. Fertig. So, jetzt müssen wir den ganzen Hobel irgendwie wieder hier umklappen. Also das einmal. Und das hier sollte ich jetzt einfach rausnehmen können. Und genau so ist es. Und die schleppen wir jetzt mit in die warme Wohnung. Draußen ist nämlich nicht so schön. Und da haben wir mehr Platz. So sieht das Ganze dann hier aus. Im Übrigen auch dreckig, falls wieder einer meint, oh, das sieht aber bei dir ein bisschen dreckig aus.
Dieser Bulli wird gefahren und da muss ich jetzt auch mal wieder durchputzen. So, da haben wir das gute Stück, die Rücksitzbank. Und jetzt geht das auch viel, viel einfacher hier in der Wohnung. Wir fangen mal an mit dem Ausmessen. Ich zeige euch das jetzt Schritt für Schritt. Hier müssen die Schnitte rein. Insgesamt wären das 2 pro Kopfstütze. Da auch nochmal. Also insgesamt 4 Schnitte. Müsst ihr euch trauen. Ich meine, das ist so 16, 20 mm dick, das Holz. Ist also schon ordentlich. Ich lege erstmal die Kopfstützenhalterung hier drauf. Mit der Röhre nach unten werden die später in diesem Schlitz versenkt. Ich lege mich jetzt aber erstmal umgekehrt hin. Das Maß habe ich auch schon ermittelt, wo die Kopfstützen jeweils hin sollen. Das sage ich euch auch gleich nochmal. Schön verpackt. Katze schläft wieder. Super. Das ist super Motivation. Die hat's gut. Und ich zeige euch, wie das hier geht. Aber das mache ich ja auch gerne. So, die Teile liegen schon mal. Müll erstmal weg. Was hat gefehlt? Zollstock, Bleistift. Jetzt geht's los. Die einmal in der Mitte. Also, das wird jetzt hier gemessen an der Außenkante. Ich hole euch einmal hier hin, damit ihr das seht. Bei mir sind das, was ich ermittelt habe, 26 cm. Ja, hier ist so eine harte Kante. Da endet quasi das Holzstück. Und da werde ich mir jetzt auf dieser Seite und auf der anderen Seite auch die 26 cm erstmal anzeichnen. Das ist meine Mitte. Alles klar? Einen schönen Strichen machen, dass man den auch wiederfindet. So, gucken, wo die harte Kante ist. Da endet 26 cm. Wir machen jetzt hier keinen Hochbau oder Tiefbau oder sonstige Wolkenkratzer, wo das jetzt ultra genau sein muss. Ich habe jetzt hier 26 cm angezeichnet und damit ist gut. Das ist meine goldene Mitte. So, goldene Mitte, warum? Einer genau daneben und einer hier daneben, sodass das hier die Symmetrieachse zwischen den beiden Halterungen wird. Wie gesagt, die sind aktuell noch umgedreht, das hat einen Grund. Ich zeichne mir gleich auch nochmal grob das hier an, damit ich weiß, aha, da muss ich mich orientieren, weil irgendwie muss ich ja dieses Maß von dieser Röhre auch ermitteln. Dazu kommen wir aber gleich. Jetzt haben wir hier unsere Kopfstütze. Ich mache jetzt mal die Schoner ab und stecke die jetzt erst einmal hier rein. So, könnt ihr euch denken schon warum, weil ich mich jetzt exakt das Maß habe, was ich haben möchte. Ja. Passt die Kopfstütze ganz genau und ich kann in Ruhe hier einmal messen. Damit ist das Maß schon mal fix. Auch das können wir einmal messen. Auch mit dem Zollstock, das ist jetzt völlig ausreichend. Das sind 25 cm. Von hier Mitte bis hier zur Mitte. Und dann messen wir einmal dieses Maß. Das sind 17,5. Und von 17,5 die Hälfte sind 8,75. Also wenn wir wissen, dass 8,75 jetzt zu jeder Seite nötig sind, wissen wir ja, wo wir die Kopfstütze jetzt ausrichten müssen. So, wir erinnern uns, hier habe ich die Linie hingezeichnet. Dann messe ich das jetzt auch einmal. Dazu ziehe ich mir noch ein bisschen hier die Kopfstütze wieder raus. So, wisst ihr was? Ich habe mir jetzt eine Schablone gemacht. Da habe ich mir so einen kleinen Schlitz reingemacht. Das ist quasi meine Mittenmarkierung. Das hier sind meine 8,75. Und der Ausschnitt hier, der soll dann quasi das darstellen für die Kopfstütze. Ne?
So, wisst ihr was? Ich habe jetzt noch mal eine Schablone gemacht. Und zwar hier, könnt ihr das sehen? Da ist der Schlitz. Ich habe euch mal die Maße drauf geschrieben. Der Schlitz ist 3,5 cm breit. Die Balken hier 2 cm. Ne? Das ist eine Gesamtlänge von 16 cm und Gesamtbreite von 7,5 cm. Werdet ihr gleich sehen, was ich damit mache. So, und jetzt kann ich mir das einfach wunderbar anlegen. Ich habe das jetzt ausgerichtet an meiner Bleistiftlinie, die ich eben eingezeichnet habe. Zeichne mir das hier auch ein. Mir geht es darum, erstmal diesen Schlitz hier zu generieren. So. Dasselbe machen wir hier auch. Ausrichten an der Linie. Das passt. Einzeichnen. Wir können auch den Schlitz geringfügig breiter machen. Es geht darum, dass ihr nachher das vernünftig ausrichten könnt. Ja? Aber wenn man zumindest schon mal die Basis hat und gerade anfängt, dann ist schon mal das die halbe Miete. So, und das Maß von dieser Mitte hier, wo wir angezeichnet haben, bis hierhin, das sollte ziemlich genau 25 cm sein. Wir erinnern uns, das haben wir nämlich bei der Kopfstütze auch gemessen. Von hier Mitte bis hier Mitte. So, dann passt das erstmal. Jetzt machen wir dasselbe auf der anderen Seite auch nochmal und zeichnen das ein über die Schablone. Jawohl. So. Jetzt haben wir uns das eingezeichnet auf beiden Seiten. Jetzt geht es an das Eingemachte. Jetzt wird geschnitten. Nee, stimmt nicht. Noch wird gar nicht geschnitten. Wir müssen das hier noch, diesen Stoff hier hochhebeln, weil nämlich da nachher die Kopfstützenhalterung rein muss. Wir wollen ja nicht den schönen Stoff hier einfach kaputt schneiden, aber in diesem Bereich, da sind diese Klammern, ganz normale Tackerklammern, die hebeln wir raus und können dann quasi den Stoff in diesem Bereich umlegen. Dann können wir da auch sauber schneiden und anschließend werden wir den Stoff wieder über die Kopfstützenhalterung dann rüberlegen. Den Schraubendreher so ein bisschen hin und her bewegen. So, und dann kriegt man die auch raus. Vorsichtig drunter hebeln. Am besten nimmt man sich auch irgendwie 2 Schraubendreher, einen kleinen zum drunter hebeln und dann den großen oder auch gar nicht, wie auch immer. Muss man ein bisschen ausprobieren. Letzte Klammer. Jetzt seht ihr, was ich meine. Jetzt können wir bis hierhin alles wegschneiden. Und dazu nehmen wir gleich die Vibrationsstichsäge oder Vibrationssäge. Dann könnt ihr nämlich auch die Schnitttiefe einstellen und müsst ihr nicht mit einer Stichsäge rein, weil dann schneidet ihr euch komplett alles, die Matratze da dran kaputt. Das will ja keiner. Weiter geht's. So, die Schablone wollte ich euch ja nochmal hier zeigen. Also wir haben hier da dieses Mittenmaß, das sind 16,25, 16,3 bis zu diesem Ende. Hier zwischen habt ihr 3,5 cm und nochmal zum Gegenprüfen, das sind 2 cm. Und in die Tiefe, da habt ihr ein bisschen mehr Möglichkeiten noch. Ich habe jetzt hier 11 cm erstmal gewählt. So, und das bis da oben, das sind 16 cm. Wichtig ist halt hier dieser Abstand hier, diese Mitte bis da zum Ende, beziehungsweise hier bis zur Mitte. Und dann könnt ihr das quasi einmal genau wieder da anlegen an der Mitte und habt ihr die andere Seite. Und dann passt das. So, jetzt wird's ernst. Jetzt geht's mit der Vibrationssäge hier rein. Das wird jetzt ein bisschen laut, das könnt ihr euch jetzt angucken. Wir starten einfach mal.
So, der Vorteil der Vibrationssäge ist, dass man halt nicht ganz so tief da mit eindringen kann. Also eine Stichsäge hätte ich jetzt schon mehr kaputt gemacht. Ihr habt einen sauberen Schnitt. Ich muss jetzt noch ein bisschen, dann bin ich gleich durch und dann schauen wir uns das Ganze nochmal an. So, das ist jetzt ein ziemlich sauberer Schnitt. Da hängt jetzt noch ein bisschen was dran. Das nehmen wir jetzt erstmal raus. Also das sind, dass ihr das mal wisst, also das sind gut über 20 mm, 22 mm, 23 mm dick. So, und das Gute ist, jetzt bleibt der Stoff darunter heile. Ich meine, wer den eh kaputt hat, der kann den auch gleich tauschen. Da müsst ihr aber hier alles abnehmen. Das wollte ich nicht. Deswegen sagte ich ihm auch, macht er hier das mal ein bisschen als Aussparung. Jetzt testen wir erstmal, ob das überhaupt irgendwie passt. So, dann nehmen wir uns mal die Kopfstützenhalterung. Also die Röhre wandert nach innen. So. Bisschen Spiel haben wir auch. Rechts und links passt schon. Das ist super. Hat mit der Schablone gut gepasst. So, und dann machen wir jetzt erstmal die anderen Schlitze auch noch rein. Das braucht ihr euch jetzt aber nicht im Detail noch alles angucken. Die mache ich jetzt mal fertig. Und dann geht es mit diesem Schritt anschließend weiter. Also bleibt dran. So. Legen wir die noch mal rein, ob alles passt. So, ich fand das mit der Vibrationssäge eigentlich am besten. Wie gesagt, ihr spart euch das ganze Abgebaue. Die Tiefe könnt ihr bestimmen. Und wie ihr seht, passt das. Das kann man jetzt hier bis auf den Holzanschlag hier, ne? Also weiter geht's nicht. Ranschieben. Und da werden wir uns jetzt auch die Löcher einzeichnen. So. Und da werden wir letztendlich dann die Einschlagmuttern von unten anbringen. Und wie wir das lösen, das zeige ich euch. Wenn man so hier die Einschlagmuttern. Einschlagmuttern schlägt man ja eigentlich so von oben ein. Das kriegen wir jetzt nicht so einfach hin. Aber ich bin mir sicher, mit einem Trick klappt das auch, indem wir die von unten reinfummeln. Deshalb erstmal Durchmesser, Bohrungsdurchmesser Könnt ihr jetzt wahrscheinlich nicht gut in dem Video sehen, aber es sind 7,5 mm, 7,4. Das heißt, ich habe jetzt hier einen Holzbohrer. Also hier den Holzbohrer mit einer schönen Spitze vorne dran. Und einmal noch einen normalen Bohrer, der 7,5 mm hat. Anders geht's nicht. Und dann brauchen wir noch einen Akkuschrauber. Und dann werden wir jetzt mal die angezeichneten Löcher vorbohren.
diese Einschlagmuttern, die stecken wir jetzt von der anderen Seite hier drunter. Das müsste eigentlich gehen, dass man da an die Löcher rankommt. So. Dann schieben wir das schon mal da ein bisschen rein. Nehmen uns eine Schraube. Obwohl, das können wir schon reindrücken. Na, wir machen das. Wir drücken die Einschlagmutter etwas fest und ziehen die dann mit dem Akkuschrauber erstmal fest an. Dann kann die schon nicht mehr verrutschen. Niedrigen Gang. Schraube nehmen. So. Wieder lösen. Einschlagmutter sitzt fest. So, die kann nicht mehr weg. Das machen wir jetzt mit der nächsten Einschlagmutter genauso. Sitzen die wieder da drunter, wo das Loch ist. Das ist das Einzige, was man jetzt vielleicht ein bisschen hier fummeln muss. Einzige Problem ist dabei vielleicht nur, dass ihr jetzt hier unten auch diese Holzspäne habt. Das ist halt nicht so schön, da kommt man jetzt nicht so dran. Aber ganz ehrlich, das sitzt ja in der Rücksitzbank, mein Gott. Könnt euch eine Unterlegscheibe auch hier theoretisch drunter setzen, aber so funktioniert das eigentlich. Das ist an sich ein simpler Trick. Ziehen die Einschlagmutter schon mal fest, die hat ja diese Krallen. Verhakt sich damit. So. Das mache ich jetzt bei allen anderen Löchern auch. Insgesamt sind das ja hier 24 Löcher. Da ziehe ich jetzt über die Einziehmuttern ein. Und dann können wir schon die Kopfstützenhalterung festschrauben. So, da sind jetzt die Einschlagmuttern drin, die haben wir jetzt reingezogen, das sollte reichen. So sieht das dann aus, wenn es fertig sein sollte. Und dann kommt die Kopfstützenhalterung hier jetzt in umgedrehter Reihenfolge drauf und dann ziehen wir die Schrauben fest. Ja, und genau dasselbe machen wir mit dem und mit dem und mit dem auch. Das braucht ihr jetzt, glaube ich, im Detail nicht mehr angucken. Jetzt wisst ihr erstmal, wie das grundlegend geht. Und dann geht es beim nächsten Schritt weiter. Bisschen fummelig, aber das geht. Also das Schwierigste habt ihr hinter euch. Jetzt kommen die Kopfstützen alle da rein. Eine haben wir schon festgeschraubt. Und dann zieht er die richtig an mit dem Akkuschrauber. Dann ziehen sich auch die Einschlagmuttern ordentlich da noch rein. Und dann sitzt das bombenfest. Dennoch würde ich es immer erst von Hand ansetzen. Zumindest einmal schon den Gewindegang, den ersten 1, 2 rein damit. Damit da jetzt bloß nichts frisst. Dann habt ihr noch mal ein bisschen Spaß und Fummelei. Die kriegt ihr nämlich nicht mehr so leicht raus, die Einschlagmuttern.
So, das Schwierigste ist erstmal erledigt. So sieht das jetzt von hinten bei der Rücksitzbank aus. Ich finde, das sieht ordentlich aus. Das mit den Klammern, die wir weggemacht haben, vielleicht kann man das am Ende sogar so lassen. Jetzt müssen wir nämlich den nächsten Schritt machen. Wir bauen das erstmal so jetzt wieder ein. Das heißt, wir schrauben das wieder fest an dem Rest der Sitzschlafbank und dann kümmern wir uns darum, wie hier die Löcher noch reinkommen und die Kopfstützen und hoffen, dass alles passt. Also jetzt bringen wir wieder das Ganze zurück hier, schrauben das wieder an. Erstmal vorsichtig drauflegen. Da ist noch mein Dreipunktgurt. So, das wieder umklappen und wir krabbeln wieder unten drunter und schrauben wieder alles an. So, ich habe die erste Schraube mal angesetzt. Da müsst ihr ein bisschen fummeln, weil man jetzt hier nicht so gut gucken kann. Ich meine, sie sitzt da schon mal. Ja. Fühlt sich gut an. Ich schraube die erstmal vorsichtig rein. Da packt sie auch. Lasst euch da auf jeden Fall Geduld bei, wenn ihr hier irgendwo die Gewinde vernudelt im Inneren. Ja, ich sag's nur, dann habt ihr da Spaß und könnt alles wieder auseinandernehmen. Da müsst ihr wirklich dabei, weil das ja nun auch alles, jede einzelne Schraube hier halten soll. So, und deswegen immer vorsichtig, in dem Fall wirklich keinen Akkuschrauber oder sowas benutzen. Alles mit Gefühl. So. Das sitzt doch schon mal. Cool. Also bis hierhin sieht alles aus wie immer, oder? Rücksitzbank komplett montiert, wie am Anfang. Und jetzt kommen noch 2 weitere Schritte. Der eine ist, wir werden jetzt hier oben 4 Schlitze reinmachen. Also nochmal ganz genau fühlen, wo sind die Löcher. Dann kommen da diese Führungshülsen mit rein. Und dann kommen die Kopfstützen rein. Und dann gucken wir mal, ob alles passt. Also, jetzt kommt noch diese Kopfstützenführung da rein. Und seht ihr das? Da ist so eine Nase dran. Ja? Auf beiden Seiten. Steht auch bei Busaufkehr auf der Seite. Die müssen noch weg. Die müssen noch abgeschnitten werden. Und den Durchmesser messe ich auch schon mal, weil das ist dann der nächste Schritt. Wir müssen nämlich dann den Stoff einschlitzen, so wie vorne letztendlich auch bei den Kopfstützen für die Sitze. Also hier haben wir einen Durchmesser von 25. Merken wir uns schon mal. So, und dann nehme ich mir ein Messer. Ich werde das jetzt mal so ansetzen. Müsst ihr vorsichtig sein. Ne? Wenn man jetzt hier so zum Körper hinschneidet, ist ja immer so eine Sache. Allerdings irgendwie müssen wir es ja auch abbekommen. Jetzt habe ich hier so ein bisschen diese Wulst als Schutz vielleicht. Vorsichtig. So, machen wir schon mal ab. Ja, so, einmal abgetrennt. Das machen wir jetzt auf der anderen Seite auch. Diese Wulst weg damit. Könnt ihr das sehen? Da ist es jetzt weg. Okay. So, das mache ich mit den anderen 3 jetzt auch noch gerade. Das lasse ich dann, glaube ich, mal gerade in Zeitraffer ablaufen für euch. So spannend ist das ja auch nicht.
So, 1, 2, 3, 4 fertig. Jetzt gucken wir noch mal. Also man kann das hier oben spüren, wo die Vertiefungen sind. So, jetzt haben wir ja eben diesen Durchmesser gemessen. Ne? Nicht den von der dicken Kappe, die soll ja nachher das Ganze schön aussehen lassen und abdecken. Also hier 25 mm. Ich messe noch einmal. Ja, 25 mm. Und größer würde ich diesen Schlitz auch gar nicht machen. Jetzt kann man jetzt einmal grob gucken. Ja, man merkt das schon. Hier sitzt die Hülse. So. Probiert das mal einmal reinzudrücken, so grob, dass ihr seht, okay, da ungefähr vermittel ich das Ganze jetzt. Wisst ihr, wie ich das meine? Ja, ne? So. Und jetzt machen wir den Schlitz über Kreuz, so klein wie es erstmal geht. Ja, das tut ein bisschen weh, da muss man wirklich in den Stoff rein. Aber ich sag mal so, macht den Schlitz einfach nicht zu groß am Anfang. Größer machen kann man ihn immer noch. Schneidet das so mal ein. Da ist auf jeden Fall die Buchse, das Loch. So, und jetzt probieren wir das schon mal. Kriegen wir das schon da rein. Geht hier, wie gesagt, vorsichtig vor. Das kriegt man alles hin, wenn man sich ein bisschen Zeit lässt. So. Das fühlt sich gut an. Der erste sitzt. Ich zeige euch das gleich. Ich mache jetzt noch den zweiten. Könnt auch mit der Hand reinschlagen. So, bei dem nächsten wieder. Nehmt euch die Kopfstützenabdeckung hier, damit ihr ungefähr seht, wo muss ich überhaupt rein, wo ist die Mitte. Einmal einstechen. Nochmal. Wie gesagt, wenn ihr das zu groß macht, franzt euch das nachher aus, weil diese Wulst hier soll ja das schön abdecken. Ich mache den gerade hier fertig noch, dann zeige ich euch gleich, wie das aussieht. So. Sitzt. Dann kommt mal her. Also so sieht das aus. Ne, und das meine ich, wenn ihr das Loch hier zu groß macht, dann reißt euch das hier drumherum so weg. Das sieht ja nicht schön aus. Ne? So, die haben jetzt auch die passende Tiefe, diese Hülsen hier hinten. Ne, da hängt das Kabel drin. Ne, diese Kopfstützenaufnahmen, die haben die passende Tiefe, dass man hier vernünftig das rein hämmern kann. Die sitzen fest, deswegen müssen die Nasen auch abgeschnitten werden. Und jetzt guckt mal, das sieht doch aus wie gewollt. Das machen wir jetzt auf der anderen Seite auch noch gerade. Und dann würde ich sagen, kommen die Kopfstützen nämlich rein. Das ist ein cooles Ergebnis, oder? So, und jetzt kommt das Beste. Jetzt würde ich sagen, jetzt sollen die Kopfstützen da rein. Und ob wir wirklich richtig gemessen haben, ich sehe es gleich. Trommelwirbel. Also Kopfstütze Nummer 1. Also das geht noch ein bisschen schwer. Ich sehe aber, da löst sich jetzt hier ein bisschen was. Das kriegen wir aber gleich hin. Ich mache mal Folgendes. Ich nehme mal, so, stechen wir das erstmal durch. Das kann sein, das ist jetzt das Kunststoff, was mir gerade das einmal schwer macht. Also formen wir das einmal vor. So, und jetzt
Die sitzt und raus kriege ich sie auch wieder. Cool. Machen wir mit der anderen auch noch. Nochmal. Ja, muss man einmal führen. Wir können auch hinten nochmal theoretisch ein bisschen die Schrauben anlupfen, aber ich glaube, das reicht. Zum Führen, das reicht. Cool. Jetzt ziehe ich mal auf meine Höhe vielleicht. So. So. Jetzt habe ich eine Kopfstütze hier. Cool. Andere Seite. Machen wir das gleiche. Machen wir hier dasselbe nochmal. Ja. Also jetzt nochmal die Kopfstützenbeine montieren. Ich habe jetzt beides soweit vorbereitet. Einmal hier Kopfstütze in Fahrtrichtung linke Seite. Sitzt. Und hier dann für die rechte Seite. So. Das heißt, ich habe jetzt hier schöne Kopfstützen für meine Kids. Für die ganz Kleine, die hat noch ihren Kindersitz. Und hier sitzt meine Große. Ich zeige euch das jetzt noch mal im Gesamten. Das ist ja wohl cool, oder? Also ich fände es stark. Kopfstützen für einen T2, die richtig geil aussehen. So, und wenn ihr jetzt campen wollt, ja, dann nimmst du die raus. Zack, die verstaust du irgendwo. Und dann machst du alles so wie immer. Zack, ich leg die mal nach hinten. Dann machst du alles so wie immer. Aufklappen. Ups. Lampe runtergefallen. Fertig. So, und wenn es dann wieder weitergeht, klappst du das Ganze wieder zu. Und dann kommen die Kopfstützen da wieder rein. Die kannst du auf jede Höhe stellen, wie du willst. Die kannst du auch ganz versenken. So. Und fertig. So Leute, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr einfach jetzt einen Daumen hoch da lasst oder ein Abo, die Glocke aktiviert. Das hilft mir und meinem Kanal zu wachsen und das kostet euch gar nichts. Und auch an dieser Stelle nochmal einen schönen Dank, wie gesagt, an das gesamte Team von BusOK. Tolle Sache, geile Arbeit. Zum Abschluss jetzt nochmal ein paar Detailaufnahmen. Einmal von vorne, einmal von hinten, damit ihr alles gesehen habt. Und in diesem Sinne, viel Spaß beim Schrauben, viel Spaß beim Nachmachen. Empfehlt mich gerne weiter. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.